Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP EliteBook und zwar ein 850G6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und ja, mit dieser Bezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, also die kann man tatsächlich auch einzeln tauschen. Und dafür muss man allerdings die Bodenplatte abnehmen. Das heißt, das zeige ich später, wenn wir die abgemacht haben. Und auch das Touchpad kann man bei dem Modell einzeln tauschen. Und auch das zeige ich euch dann später. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es hier so, es gibt einmal diese offensichtlichen Schrauben, nenne ich es mal, hier außenrum, auch hier. Und die werden auch wirklich nur gelöst, also die bleiben im Gehäuse selber drin, die werden nur gelockert. Und dann gibt es aber auch noch mal hier zwei Schrauben und die kommen tatsächlich ganz raus. Und genau, und danach kommt man so quasi an die Unterseite ran, beziehungsweise kann die Unterseite dann rausnehmen. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Ich benutze hier übrigens für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und dann kann man sich hier einfach ein PH0. Wenn man dann die Schrauben gelockert hat, beziehungsweise die beiden raus hat, das habe ich jetzt hier schon gemacht, dann zeige ich euch mal, wo die Verbindung der Unterseite eigentlich langläuft. Und das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Und dann eben auch hier lang. Und auch hier läuft das einmal um das Gerät herum. Ja, und zum Öffnen benutze ich dann hier einen der Öffner, auch aus dem Werkzeugset. Und dann versuche ich probiere meistens auf der Rückseite anzufangen, die Unterseite quasi so wegzuhebeln nach oben. Das geht manchmal leichter, manchmal schwerer. Wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, wahrscheinlich etwas schwerer. Ja, und falls das auch irgendwo mal nicht so gut geht, dann nicht mit Gewalt, sucht man sich einfach eine andere Stelle. Aber vom Prinzip her ist das immer das Gleiche. Man versucht da dazwischen zu kommen und das dann so ein bisschen aufzuhebeln, auch an der Seite. Und wie gesagt, nur nicht mit zu viel Gewalt. Und wenn es mal irgendwo gar nicht geht, lieber schauen, ob man wirklich alle Schrauben richtig gelockert hat oder ob da vielleicht noch eine ein bisschen fester sitzt. Und dann ja, arbeitet man sich so um das Gerät, bis man die Unterseite hier mit ein bisschen Wippen und Rütteln abnehmen kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut. Bevor wir jetzt aber irgendetwas an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall immer zuerst den Akku vom Mainboard, dass das Gerät dann auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall ist der Stecker genau hier und den kann man dann einfach hier zur Seite rausziehen. Kann man auch am Kabelbund fassen und ist so einfach auf der sicheren Seite. Gut, was man hier noch sehen kann, ist die SSD zum Beispiel, die ist hier drüben verbaut. Dann sehen wir hier natürlich die beiden RAM-Riegel. Da ist das WLAN-Modul. Hier wäre auch noch Platz für ein LTE-Modul. Dann hier ist die CMOS-Batterie. Die kann man hier raushebeln und die ist einfach hier am Mainboard verbunden.
Dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink. Und mehr fällt mir jetzt hier eigentlich direkt nicht auf. Das heißt, wir können eigentlich den Akku ausbauen. Und ja, dafür muss man eigentlich nur die Schrauben, die hier drumherum laufen, die sind auch alle hier mit M2 und so weiter beschriftet. Ah ja, das sind tatsächlich Sternschrauben. Da brauchen wir jetzt einen anderen Aufsatz. Da ist es auch tatsächlich gut, wenn man ein Werkzeugset in welcher Form auch immer hat. So genau, da habe ich jetzt ein bisschen rumprobiert und tatsächlich denke ich, der T7 als Aufsatz passt da am besten. Ja, und wenn man die Schrauben dann alle gelöst hat, kann man den Akku hier einfach nach oben nehmen. Der ist hier unten noch so ein bisschen eingehängt, also keine Angst, den muss man dann da einfach rausziehen. Und ja, so könnte man den natürlich dann auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das ist dann übrigens vom Aufsatz her, die Schrauben hier, das sind alles wieder ganz normale PH0. Und da ist es so, dass das Touchpad und die Clickpads quasi getrennt sind. Die sind dann hier über dieses Kabel miteinander verbunden. Wenn man jetzt die Clickpads tauschen will, muss man diese 4 Schrauben hier lösen und kommt dann so da dran. Und bei dem Touchpad sind es die 2 Schrauben und die 3 hier. Das heißt, die raus und man kann das Touchpad wechseln. Und da ist es auch so, ich glaube, die kann man entweder einzeln oder auch zusammen kaufen. Aber auf jeden Fall lassen sie sich einzeln tauschen, werden dann eben hier miteinander verbunden. Und auch wenn man das Touchpad tauschen will, muss man natürlich die beiden Kabel hier lösen. Ja, und da ist es eben so, nicht einfach dran ziehen. Die sind hier über einen Kippschalter verbunden. Den muss man erst aufklappen, in die Richtung, den in diese Richtung. Und so kommt man dann quasi an das Kabel dran. Und dann kann man die eben rausziehen. Ja, und nach dem Tausch eben auch natürlich nicht vergessen, die wieder zu verbinden. Schauen, dass der Stecker hier auf ist. Und dann kommen die da wieder bis ganz zum Anschlag rein. Das ist eben auch wichtig. Zuklappen. Und ja, so könnte man eben also Touchpad und Clickpads hier auch einzeln tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Der wird hier nur von jeweils diesen beiden silbernen Klammern außen gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem förmlich schon entgegen und dann kann man den eben einfach aus dem Slot ziehen und eben tauschen oder auch einsetzen, falls nur einer belegt ist. Und beim Wiedereinbau, die gehen auch nur in eine Richtung. Also der wird falsch rum gar nicht gehen. Da einfach schauen, dass der wieder richtig drin sitzt und dann wieder nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist eigentlich auch ein Tausch oder Einbau der SSD. Die wird nämlich hier hinten nur von einer Schraube gehalten. Dann nimmt man auch wieder ein PH0 als Aufsatz. Und dann schraubt man das ab. Und in dem Fall kommt die einem schon entgegen. Und genau wie den RAM einfach aus dem Slot ziehen. Manchmal ist hier vielleicht noch ein Kühlstreifen oder ähnliches. Und dann muss man die ein kleines bisschen davon lösen. Aber ja. Und auch hier genau das gleiche Prinzip. Die geht nur in eine Richtung. Das heißt, das ist im Grunde genommen fehlerfrei zu machen. Man kommt zurück in den Slot. Wird ein bisschen nach unten gedrückt. Und dann eben einfach nur verschraubt. So, jetzt werde ich euch noch mal zeigen, wie man die Tastatur wechselt. Weil das ist nämlich tatsächlich auch notwendig. Also man muss sie nicht wechseln, aber man muss sie zumindest abmachen, um den Lüfter zu tauschen. Okay, deswegen machen wir das jetzt einfach kombiniert. Und da ist es so, da gibt es 3 Schrauben. Einmal hier. Und da steht auch KB mit drauf. Dann hier nochmal, auch da steht KB nebendran, halt super schwer zu lesen. Und auch hier vorne die Schraube, auch da steht KB mit einem Pfeil. Das sind die 3, die muss man quasi komplett rausnehmen. Die sind auch alle 3 gleich lang, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Und wenn man die raus hat, dann ja, kann man die Tastatur hier
quasi raushebeln. Und sollte das nicht so gut gehen, gibt es tatsächlich hier hinten eine Öffnung. Da ist sogar so ein kleines Tastatursymbol mit dran, wo man das quasi, ja, ich sag jetzt mal, wo man sich eine Öffnung schon mal schaffen kann, indem man das da dann einfach nach unten drückt. Und dann hat man eben auf der anderen Seite, sieht man ja jetzt hier schon so ein bisschen, ne, hat man da jetzt schon mal einen Anfang und kommt dann da besser drunter. Und dann hebelt man die tatsächlich hier auch von der Seite wirklich nach oben hin auf. Und genau, hier eben auch schauen, dass man da jetzt nicht die Tastatur quasi wegreißt. Das sind hier jeweils 3 Kabelverbindungen, die man da lösen muss. Und ja, das sind eben so Breitbandkabel, die funktionieren alle wie beim Touchpad auch, dass man die also erst aufklappen muss und dann kann man die Kabel rausziehen. Das macht man dann mit dem, beziehungsweise hier am besten auf der Seite auch und auch mit der Steckverbindung. Und dann sieht man eben hier drüben die Schrauben hier, da ist der Lüfter tatsächlich von der Seite auch noch mal verschraubt. Die müssen raus. Bei der weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Doch, die muss auch raus. Also diese beiden und diese beiden Schrauben muss man dann eben rausnehmen. Am besten auch hier getrennt aufbewahren, dass man weiß, das sind die unter der Tastatur. Weil natürlich, wie sollte es anders sein? Hier sind auch noch mal 2 Schrauben und die müssen auch gelöst werden. Allerdings, ja genau, die bleiben zumindest mal im Gehäuse und müssen nur gelockert werden. Und dann ja, kann man den Lüfter einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Hier läuft übrigens das Kabel, das kann man so zur Seite einfach rausziehen. Da würde ich auch empfehlen, nicht am Kabelbund zu fassen, sondern am Stecker selber. Genau. Und ja, so tauscht man hier in dem Fall jetzt den Lüfter. Beim Wiedereinbau ist es auch so, ich würde zuallererst das Kabel verbinden. Und da kann man auch auf einer Seite des Steckers hier, kann man Kontakte sehen. Und diese silbernen Kontakte, die zeigen nach oben, falls man sich da nicht ganz so sicher ist. Dann auf jeden Fall schauen, dass der Stecker auch wieder richtig drin sitzt. Und auch schauen, das ist auch tatsächlich wichtig, dass man danach auch das Kabel wieder in die Führung reinlegt. Oder rein friemelt, wie ich dazu gerne sage. So, genau. Dass das hier nicht irgendwie komisch geknickt wird oder so. Das heißt, das wirklich auch wieder in die Führung hier rein. Genau so, hier dazwischen durch. Und dann sitzt das und dann kann man den schon mal hier verschrauben. Und dann eben auch auf der anderen Seite wieder verschrauben. Sollte man jetzt eben bei dem Tastaturwechsel sein, dann auf jeden Fall natürlich auch hier schauen, dass alle Kabel wirklich drin sitzen und wieder verbunden sind. Hier beziehungsweise hier. Und dann kann man die Tastatur hier unten so ein bisschen einhaken, schauen, dass da alle Nasen drunter sind. Und ja, dann klickt man das hier quasi wirklich rein. Da kann man auch feste drücken, dass hier wirklich eben überall, dass das wirklich press sitzt. Beziehungsweise hier, dass da keine Öffnungen mehr sind, sondern dass das wirklich alles richtig drin sitzt. Auch in der Mitte, also auch hier so. Genau, auch da. Und dann müssen natürlich auch die 3 Schrauben hier, hier und hier, auch die müssen wieder rein. Ja, und somit kann man eben ja die Tastatur tauschen. Und wenn man den Lüfter tauschen will, muss man da gezwungenermaßen auch ein bisschen an die Tastatur ran. Umständlich, aber ja, so ist das jetzt hier halt.
So, der Akku-Einbau ist zum Glück super einfach. Den schiebt man als erstes von hier wieder unter die Position und der sitzt da auch wirklich richtig drunter, also bis ganz nach hinten rein. Und dann sieht man aber auch hier, der hat hier noch so kleine Führungsöffnungen und dann sitzt der eigentlich perfekt wieder drin und muss nur wieder verschraubt werden. Dafür auch den Aufsatz wechseln. Und ja, ganz am Ende nicht vergessen, super wichtig, wenn wirklich alles erledigt ist und man nichts mehr am Gerät machen muss, nicht vergessen, den Akku wieder zu verbinden, damit das dann auch wieder anspringt. Das ganz rein. Und dann ja, kann man die Unterseite wieder verbinden. Und auch das ist jetzt tatsächlich nicht besonders schwer. Die muss einfach nur wieder von oben drauf gelegt werden. Und dann drückt man die nach unten hin fest. Und auch hier einfach schauen. Ich gehe am Ende auch immer noch so einmal um das Gerät rum und gucke, dass da wirklich keine Öffnung mehr ist, wenn man das jetzt hier drüben schön gehört hat. Und ja, dann nur noch alle Schrauben festziehen bzw. einsetzen. Und hier sind auch noch mal Einraststellen. Ja, und so schnell ging das dann. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.